So, willkommen zurück zum nächsten Teil. Müsste auch nicht mehr viel sein. Nö, viel ist nicht mehr. Aber wir sind wieder mal zurück in Rubakava. Toll. So, was ist das jetzt hier? Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Kann man die umschubsen? Da setze ich keinen Fuß rein. Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Domino. Gab's da nicht jemanden? Ich glaube nicht, dass meine Hände dafür ruhig genug sind. Oh. Gut, dann können wir hier nichts weiter machen. Halt. Yeah, this is Alan Blumenfeld, who really brought a lot of heart to Glottis. Yeah, totally. He's just a real sweetheart. Oh, yeah. Glottis hängt so halb in der Tür, ist aber wurscht. Jetzt. Nein! Someone told me like this was the moment they cried in the game, just hearing how scared Glottis was in the scene, because he gets really frightened. And it's actually a reference to a claim that a babysitter made about me when they were babysitting me. They said, "Oh, gee, you were so scared when your parents. You would sit there and you'd say, 'Mother, mother, I'm frightened.'" And I was like, "No, okay. First of all, I never said that. I never said mother." Yeah, that's suspicious right there. But it got to be this family joke. "Mother, I'm frightened, mother." And so that line actually got in the game. Aha. Hebel, den können wir schon mal ziehen. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Okay. Oder auch nicht. Das fallen ja schon mal ein paar Orte aus. Ich will Toto nicht aufwecken. Ach, Toto schläft sich Nicht ein. meine Schuld! I have to say, coming out of school, I felt super lucky to, first of all, be hired by LucasArts by some colleagues of mine who went to the same school, and to walk into this building and see all the concept art for this game on the walls. I was like a kid in a candy store. It was instant, euphoric inspiration. And I just felt like the luckiest guy in the world coming out of school, getting to work on a project of this caliber. It was beautiful. Kann man den Schrank aufmachen. Das sitzt ziemlich fest. Du wolltest ein Häschen. Erstmal einstecken. Ich bring dich um. Tatsache. Hör auf zu jammern. Das ist ein alter Kühlschrank. Ich will Toto nicht aufwecken. Oh, Toto ist völlig fertig. Halt still! Na gut, dann gehen wir wieder raus. Dann können wir Telefon hier noch benutzen. Ob Ines sich inzwischen beruhigt hat? Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Manni. Ich bin gerade in der Stadt und... Wow, immer noch sauer. Deiner Mutter gefällt's bestimmt. Was haben wir uns jetzt da eigentlich eingesteckt? Da ist wie eine Handgranate. Flüssiger Stickstoff. Kontakt mit Knochen vermeiden. Ich weiß, was du vorhast. Ich beobachte dich. Warte auf mich. Ich komme, um dich persönlich zu ersprießen. Mit freundlichen Grüßen, dein Hector Le Mans.
Okay, mehr haben wir nicht. Well, I think it's one of the real challenges for adventure games because so many things you make for an adventure game are single use, like single use animation, single use scenes, single use textures. They're all like you do a first person shooter, you do adventure game, or sorry, like a platform or something like that. There's so many animations that get reused so many times throughout the whole game. And an adventure game, a huge amount of it is just custom throwaway, meant to be seen, once or twice, and occasionally, all the time, like walk cycles, but. It's not like Mario, at the time they were doing Mario 64, and it's like Mario has, a ridiculous number of animations, but it's a finite set, and it's like they can all be loaded at all times. In this game, you have to dynamically load all the animations as they're needed, and you have to make sure they're available before they're triggered so you don't get these glitches, and while you wait for them. And a lot of them they're thrown away. They have to get, every single one has to be individually processed by a human to get them into the game and potentially rigged up. And that's one of the challenges of making adventure games is that you have all these sort of custom things and you want to reuse them as much as possible. But in order to do that, you have to automate a lot of stuff, automate as much processing as you can. But you still have to have that ability to fix things. In film, we'll fix it in post. It's the same kind of thing. It's like we'll fix it in the engine or we'll fix it in the tool as opposed to we'll fix it in the source art. And that's the, like you can walk to any room you want and like all the little one-off assets. I think that's a unique challenge technically to adventure games that a lot of other games, other genres don't really have to address. But we're constantly like loading in custom stuff and kicking custom stuff out. And on this game, memory is tight. You walk into this room and we need 16-bit flipbooks of doors opening and closing and one-off animations of you may go and play the piano, you may not go and play the piano. And there's all this technical kind of tomfoolery going on of trying to get the content that maybe that somebody might be used, might not be used. You might just be running through this room to some other room, place, yeah. And it's not like loading up a level in a first-person shooter where you're like, okay, I know what's going to be in front of the user at any one point in time, and we're going to use the same bad guy 50 times over. So I just need to get the stuff to run the bad guy in memory. This was this constant dance of like just-in-time loading and management of stuff, because you could walk into this room and spend 10 minutes in this room and explore every bit of content that this room could offer you, or you could just be running through on your way to somewhere else. Back to this other puzzle. Yep. Das war mal ein langes Intermezzo. So, dann gehen wir mal zum Hafen. Kuckuck. Manuel Calavera? Was ist aus der Limbo geworden? Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Velasco. Aber sie ist bei der Perle untergegangen. Aber wir haben ein neues Schiff gefunden, die SS La Mancha, und konnten... Die La Mancha? Mein alter, rostiger Eimer? Wo ist sie? Oh, nun, wir haben sie in Puerto Zapato gegen ein paar Schlittenhunde getauscht. Das reicht. Ich verschwinde aus dieser stinkenden Stadt voller Gauner. Aber... Danke, dass du mein Baby wiedergefunden hast, Manni. Puerto Zapato, ich komme. Stadt voller Gauner? Tim, how come you know so much about neurosis and psychosis? It's really I don't know if this is quite all. striking. I don't know if any of this is legitimate psychological knowledge or just what I learned from movies. Well, speaking as sort of a crazy guy myself, it rings true to me. So, er hat sein Schiff übrig gelassen. Man sollte meinen, dass er nach 2 Jahren wenigstens die Rettungsboote der kleinen SS Lumbago befestigt hätte. Mitnehmen. Vielleicht sollte ich es für ihn zu Ende bauen. Nein, besser nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas? Abgeschlossen. So, ab ins Blue Gasket. Halt. I think I offended Tim once when I said, Tim, you should write scripts for movies. This is such a great idea. And Tim said, I make video games. I want to make video games. Why are you telling me to do something different? And I felt bad. You cried that time? No, I only cry at night, late at night. But
I mean, Tim was often at the office at nighttime. I remember him locking his office door and me trying to peek in between the curtains he laid over top of the glass. And he would be in there for days. Wow. Yeah. Yes. When he finally got down to doing the dialogue stuff, I remember that it was always like a pressure valve that blew on him at one time or another, and he would just lock himself in and churn out this amazing dialogue. No, I mean, I think Tim was a very intimidating person. To try and be funny around Tim was hard because he was so funny, and I never felt like I kind of rose to. I relied on my funny Canadianness, right, and my looks. That was enough. I think it was, yes, your biting wit. I think I bested him one time with a facial expression that was not intentional. What was the expression? Can you do it for the people on the commentary? You'll see it in the game if you look hard enough. Good Lord. Amazing. Aha. Sehr kryptisch. Dann gehen wir mal hier rein. But it was great. I mean, Grim is definitely still sort of the most satisfying project I think I've ever worked on. It was just a lot of fun, and you know, the Cuban actors, American actors, Irish actors, a guy from Hungary, you know, just all over the place, just to bring that sort of diversity to it. Sieht aus, als wäre heute Talentabend. Ohne Publikum kann ich das nicht. Reiche ich dir. Olivia. Calavera, was machst denn du hier? Hab gehört, dich hätt's in Zapato erwischt, Süßer. Tja, Hector Le Mans Versuch ist gescheitert und jetzt bin ich am Zug. Ich bin unterwegs nach El Marro, um ihm das Handwerk zu legen. Manni, dort hat sich einiges verändert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich komme besser mit. Gib mir nur eine Sekunde, dann bin ich soweit. Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die Fahrt aus. So, wir gehen mal in die Küche. I remember some trickle-down drama from upstairs in the test pit towards the end where things didn't seem to be getting done as fast as whomever wanted them to be getting done, you know? And I just remember, like, there was some question as to whether or not we'd have to cut a bunch of scenes or even a whole year from the game, you know, or something, because stuff wasn't coming in. That was terrifying. Yeah. Okay. Oh, Essensreste. Sind die immer noch nicht gespült? Der Geschirrspüler ist leer. So, wo ist denn jetzt die Flasche? Das Ding benutzen wir mal mit dem Fass. Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. So, wieder raus hier. Und zurück zu Glottes. Nee, warte mal, der war hier, ne? Nee, Quatsch. Doch. Nein. Nein, auch nicht. Das ist das Falsche. Das falsche gluckernde Ding. Das brauche ich. Hier. Wohlsein. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Oh fuck, jetzt hängt der hier. Nein. Ach, ich kann wieder nichts drücken. Aber warum müssen denn die Spiele so buggy sein? Ja, ich krieg einen Föhn. Ich mach mal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Bevor ich jetzt irgendwas mache,
Tue ich speichern, bevor ich das Ding wieder aufhängt. Und diesmal machen wir es von innen. Weil wir können mit Lottes jetzt hier interagieren. Vielleicht klappt es ja von hier. Was ist das? Das ist, Lumbago-Limo. Probier mal. Ein wirklich schmackhafter kleiner Aperitif. Jawohl, Monsieur. Gar nicht so schlecht. Sag, wo du das her hast. Sofort! Aus Olivias Küche. Lumbago! Limo! Manni, hatten wir es nicht eilig? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Mein Magen ist auch nicht mehr das, was er mal war. Oh, Glottis. So, ich habe jetzt logischerweise nicht nochmal die ganzen Kommentare hier mir angehört. So, können wir mal mit ihm quatschen? Was ist das eigentlich für ein Glipper, den die immer in die Fleischdosen packen? Nette Showeinlage, mein Freund. Du hast nicht zufällig ein Pfefferminz für mich, oder? Ach, siehst du, mir fällt ein, ich habe ja hier vergessen, den Stickstoff zu holen. Genau. Tut gar nicht weh. Farbig kostet's mehr. So. Aus irgendwelchen Gründen hat er jetzt nicht nur alles vollgekotzt, sondern die Dominosteine sind noch nicht umgefallen. Damit wir jetzt da lang gehen können, machen wir den nächsten Unfug und schmeißen das Ding hier hin. Das wir erstmal gucken. Es kann nicht mehr viel drin sein. Ich spare es lieber für später auf. Hey, gute Idee. Ich wette, jetzt, wo sie kalt ist, kann ich sie bestimmt drin behalten. Lass mich zuerst rübergehen, okay? Tückisch. Kannst das Ding nehmen. Nun, alles oder nichts. Hector hat anscheinend die ganze Stadt übernommen. Außer einer kleinen Gruppe gab es kaum Widerstand. Und wo die sich verstecken, weiß keiner. Ich hätte da eine Idee. Ich hoffe, sie tun Glottis nichts. Tja, man merkt, wie wenig Ahnung du hast. Ihr Anführer ist ein großartiger Mann, der... Manuel Calavera, so trifft man sich wieder. Ich sehe, du hast gefunden, wonach du gesucht hast. Welch glücklicher Zufall, dass du gerade im Moment unseres größten Triumphes zurückkehrst. Unsere Armee hat an Macht gewonnen und wir haben Le Mans Waffenlabor infiltriert. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Falle! Es war eine Falle. Aus dem Weg!
Es gibt nur eine Chance. Danke, Sir. Sie haben mich gerettet. Aber was noch wichtiger ist, Sie ermöglichen es mir weiterhin unserer Sache zu dienen. Wie war das mit der Falle? Hector hat einen unserer Agenten enttarnt. Nein. Du Idiot, Bowsley. Dein neuer Assistent ist ein Spion. Hast du noch nie etwas von Einstellungsgesprächen gehört? Was? Keine Zeit für Erklärungen. Jetzt nehme ich die Dinge selber in die Hand. Nehm mich mit. Ich träume schon seit Jahren davon, zu euch zu gehören. So, hier schnappen wir uns erstmal das Foto. Ich wette, der Agent auf dem Foto ist der arme Kerl, den Hector gerade ersprossen hat. Mhm. Dann gucken wir uns hier mal um. Guck mal hier. Ich frage mich, ob das der kleine Manni ist. I imagine these pigeons being all over the game, everywhere. And they just showed up in a couple places and it made me sad. I think I wrote up a crappy bug about that. And I said, we want more pigeons. Thank you, man. Thank Closed. I think we ran into the polygon limit, and we could only have so many. The pigeons, Were because alpha flats. There were many alpha yeah, flats. but there were a lot of them, and they were actually some of the highest poly things in the games. It's my fault. Because I think every bone got built on the pigeons. They were actually really fun to animate. Yeah, the pigeons were a real fiasco. It's kind of Sorry, hard. Alex. It was my first experience. I appreciate this. Finally brings some closure to the to the pigeon situation. I think I'm answering your bug right now. Right now. I'm gonna Let's go close back this and bug check this out. off. That was also my first experience animating something and not knowing how it was going to be used. So that was kind of like a different mental shift for me. And it was just the first time I had to make a bunch of idles and loops or, takeoffs and lands that all had to work together. It was pretty interesting. I remember swearing. Das ist der Teil des Soldaten, der nicht aufgestanden und auf einer Hand rausgehüpft ist. Können wir den mitnehmen? Das retten wir besser vor dem Sprießen. Vielen Dank, Sir. Steck ein die Hand. So, was haben wir hier? Memo an alle Agenten. Priorität dringend. In Anbetracht der letzten Verluste raten wir allen Agenten bis auf weiteres schlecht beleuchtete Gassen zu meiden. Ach, warum? Hey, Eva hat das Funkgerät ans Laufen bekommen. Remember one day Tony came into the studio and he had a silk shirt on, and on top of the silk shirt he had a sort of a little sweater, sleeveless sweater. And we were recording, and it was like, God, what are we hearing? What are we hearing? And the engineer's like, oh, I think it's a sweater. And we're like, hey, Tony, can you take your sweater off? Takes the sweater off. Back to rolling again. Sound's still there. So he took his sweater off and went back to rolling, and turned out it was a shirt that was making the noise. And we were like, Tony, it's the shirt. It's a silk shirt. And so he's like, it's okay. I got a t-shirt on underneath. So he was down, Just stripping down. he was stripping down into his t-shirt, and did the rest of the session in his t-shirt. But that was the thing with Tony, is he just loved, he loved working. And for part of the production, he was shooting at night on a movie, and there were a couple of days where he came in and he only had like a couple hours of, a few hours of sleep. And I remember saying, like, we can reschedule this session, and he's like, no, let's do it. And he always was Nailed there it. to give it his all. Also merken wir uns, keine Seidenklamotten anziehen, wenn wir Tonaufnahmen machen wollen. An alle Einsatzwagen. An alle Einsatzwagen. Manuel, alles in Ordnung? Ich teste nur die Ausrüstung, Sir. Salvador,
Vielleicht solltest du das Ding abschalten, damit wir ungestört reden können. Wir machen aber auch nur Scheiße hier. Wer ist denn dieser Irre? Dieser Irre ist Hector Le Mans persönlicher Waffenspezialist, Bowsley, auch genannt der Florist. Das war nämlich zu Lebzeiten sein Beruf. Aber hier ist er ein Experte für botanische Waffen. Das hat ihn innerlich etwas gespalten. Wieso macht er für Hector Kompostmunition und nicht für uns? Wir versuchen seit Jahren, ihn anzuwerben, doch sein Labor ist in Hectors Wolkenkratzer. Er ist für uns unerreichbar. Yeah, I remember having to get extensions. That was like my favorite. Yeah. Oh, yeah. No, I would have to go in because I'd be the same thing. Because I always advocate for the artist, and I did. I mean, that's why I loved working with Tim. He's so creative. And so we would talk and collaborate, and then when I'm like, no, look, this is the date, because I'm trying to say the date, and then he did the, the ship story. And so then we had to go get more time. And I was like, well, how are we going to do that? And then he was like, here's my technique. I go into Jack's office, and I stay in there, and I threaten to light myself on fire, and I just scream, and I stay in there until he extends the date. And I'm like, that's a great strategy. Yeah, it worked. I know. It worked. Threaten to light myself on fire. Well, see, we would never try that in the sound department because Jack would just say, go ahead. Yeah. Toller Chef. Großartig. Diese Kamera zeigt nichts als Pflanzen. Scheint wohl noch einer von uns ins Gras gebissen zu haben. Diese Kamera ist auch zersprossen. Das macht 3 Verluste für das ZVS in einer Nacht. Das ist gar nicht mal so wenig. Die Ex-Sekretärin meines Ex-Chefs, Eva. Musst du mir das denn immer wieder unter die Nase reiben? I haven't done it in too many games, but having a year transition between things and changing the location and letting you pick up friends and travel, like, just allows you to have so much character development where Manni and Gladys have now been through a lot of stuff together, and they're in different clothes, which is, they're in different jobs, and they've moved from town to town together, and just starts to build this real friendship between them, which is nice. And I think I realized I'm going to put 4-year transitions in all games from now on, just so we can have that kind of relationship building. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal beim nächsten Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.